Hey, lange nicht gesehen, ha? Ja, ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, als es dann letzten Endes gelaufen ist. Es ist ziemlich viel passiert im letzten Jahr, was mich unter anderem auch hier vom Channel abgehalten hat, neben meinen ganzen anderen privaten Angelegenheiten, die ich aufgrund der Ereignisse auch nicht wirklich verfolgen konnte. Und wie man hier sieht, kam auch noch ein Umzug dazwischen, ganz unverhofft, teilweise auch ungewollt, aber so sind die Dinge halt. Da steckt man halt nicht drin, ne? Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Niklas und bei diesem Channel geht es um den Roman, den ich schreibe, schon seit einiger Zeit und die Welt, in der er angesiedelt ist. Ich möchte mit verschiedenen Videos auf unter anderem die Charaktere eingehen, die unterschiedlichen Hintergrundinfos, die Geschichte im Allgemeinen und meinen Schreibprozess, worum es heute geht. Ich weiß, ich wollte ursprünglich den zweiten Teil zu dem Character-Video jetzt rausbringen, aber wie eben schon angedeutet, das hat sich als schwieriger erwiesen, als es eigentlich hätte sein müssen. Traurigerweise, kann man wirklich so sagen. Und deshalb dachte ich mir, ich schiebe von meiner langen Liste an Videos einfach mal was Allgemeineres dazwischen. Sprich, warum ich das Schreiben liebe, warum es mich immer wieder dahin zurückzieht und warum ich es schon eigentlich mache, seit ich es kann, das Geschichten erzählen. Ich mache es, seit ich in der Schule schreiben gelernt habe und lesen gelernt habe, also seit ich bis dahin zurückdenken kann, hat es mich in seinen Bann gezogen und nie wieder losgelassen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt zeichne und male, warum ich diese Kunstform noch zusätzlich betreibe. Ursprünglich sollte ja das eigentlich mein Hauptberufszweig werden und das Schreiben nur nebensächlich. Jetzt habe ich so eine Art Mittelweg gefunden, aber darauf werde ich mal irgendwann vielleicht noch eingehen. Das ist eher in Bezug auf das jetzige Thema relativ uninteressant, denke ich. Viel interessanter ist vielleicht die Frage, wie man überhaupt dazu kommt, einen Roman schreiben zu wollen oder Geschichten erzählen zu wollen. Ich denke mal, ein paar, die sich dieses Video anschauen, werden bestimmt ähnliche Interessen haben, wenn nicht sogar selber schreiben. Euch muss ich das nicht erklären. Aber diese Frage kommt immer mal wieder auf, wie man überhaupt darauf kommt. Ich hatte schon immer eine Faszination mit Märchen und seit ich denken kann auch waren Ritter für mich und Rittergeschichten das Maß aller Dinge, was das Geschichtenerzählen oder das Lesen von Geschichten angeht. Ich hatte da schon relativ früh Berührungspunkte mit, auch aus familiärer Sicht. Ich meine, wir hatten in den 90ern auch einen Haufen Filme, die sich mit dem Mittelalter beschäftigt haben. Das kam ja immer wieder. Gab es ja so eine Renaissance des Historienfilms. Und das ging ja auch nicht, und das ging ja auch nicht spurlos an mir vorbei. Ich habe das ja so am Rande, auch wenn ich die Filme nicht gucken durfte, eigentlich immer so mitgenommen. Und ich denke mal, das hat mich einfach nachhaltig geprägt. Und auch das Spielzeug, das ich hatte, ich meine Playmobil Ritterburg und so weiter. Ich hatte halt ständig damit Berührungspunkte und ich bin auch viel mit Märchen groß geworden. Und das hat, denke ich mal, einfach die Liebe dazu, die Liebe zum Geschichtenerzählen entfacht. Und als ich dann in der Grundschule gelernt habe zu schreiben, habe ich auch direkt losgelegt, eigentlich. Man denkt ja als Kind nicht so wirklich drüber nach, was man da tut, also im langfristigen Sinne natürlich. Man macht einfach die Dinge, weil sie einem Spaß machen und weil sie einen packen. Und so habe ich angefangen, zu meinen Actionfiguren oder zu Spielzeug, das ich nicht hatte, Geschichten zu schreiben. Ich denke, ich hatte einfach in der richtigen Lebenssituation die richtigen Berührungspunkte, die das Ganze dann so ausgelöst haben. Und das hat mich auf diesen Weg geschickt. Zu Anfang hat sich das vermehrt eigentlich im Zeichnen und Malen ausgedrückt. Deswegen liefere ich auch gern immer Skizzen, die das, was ich dann in diesen Videos erzähle, besser greifbar machen.
oder besser greifbar machen sollen im Idealfall. Aber darin liegt auch gerade die Schwierigkeit, denn das ist zeitaufwendig, auch wenn es nur Skizzen sind. Und dann diese Videos neben dem Schreiben und meinem Beruf noch zu machen, erweist sich eben, weil ich ja dann diese Qualität liefern möchte, als schwierig. Und genau darauf möchte ich jetzt mal näher eingehen, denn ja, ich bin immer noch ganz normal berufstätig, wie jeder andere auch. Ich mache meinen Beruf zwar sehr gerne, aber zurückschrauben fürs Schreiben, das kann ich mir halt nicht leisten. Zumal ich ja weder bei einem Verlag unter Vertrag stehe, noch bisher irgendwas publiziert habe. Das hat natürlich auch seine Gründe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte schon längst mal was machen können, aber ich denke mal irgendwo, das ist vielleicht auch meinem Ego geschuldet. Diesem Perfektionisten, den ja jeder, glaube ich mal, in irgendeiner Form so in sich hat. Zumindest in Dingen, die einem besonders wichtig sind. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, da eine Balance zu finden und die richtigen Prioritäten zu setzen. Der Alltag holt einen ja immer wieder ein, wie jetzt in meinem Fall das letzte Jahr beweist. Man hat ja seine Verpflichtungen. Auch wenn man jetzt keine Kinder hat, so wie ich. Trotzdem muss man zu irgendwelchen Behörden latschen, hat Arzttermine oder macht auch mal was mit Freunden, mit Familie. Es gibt ja immer irgendwelche Feste und Geburtstage zu feiern. Aber dasselbe gilt auch für alles andere. Seien es irgendwelche Hobbys oder gelegentlich mal der Haushalt. Ich habe beispielsweise dann immer im Hinterkopf, dass ich statt das zu machen auch jetzt schreiben könnte, um auch mal irgendwann fertig zu werden. Das ist so dieser Drang des Künstlers vielleicht, dieses Gefühl, weitermachen zu müssen, weil man sonst nicht weiterkommt. Ich denke, das kennt vielleicht auch jeder irgendwie. Es beschränkt sich eigentlich jetzt nicht nur auf irgendeine Kunstform, aber dass man verschiedene Dinge im Alltag vielleicht als weniger sinnvoll erachtet zu tun, als das, was man stattdessen gerne tun würde oder vielleicht tun sollte, weil man so einen bestimmten Drang hat. Vielleicht ist das Meckern auf hohem Niveau, keine Ahnung. Aber ich habe halt ein Ziel, das mir über alle Maßen wichtig ist. Und deswegen habe ich meine Methode entwickelt. Das hat ziemlich lange gedauert, das hat Jahre gedauert, bis ich überhaupt darauf kam. So, weil ich auch verschiedene Sachen ausprobiert habe. Aber ich denke, ich habe jetzt so eine relativ gute Balance gefunden, wo ich auch wieder regelmäßiger Output generieren kann und mein jetzt gesetztes Pensum erfüllen kann. Das war bis vor ein paar Jahren noch anders oder beziehungsweise noch wesentlich besser, weil ich da einen Job hatte, bei dem ich auf der Arbeit schreiben konnte. Der Job war halt echt nicht geil, aber ich hatte ihn genau aus dem Grund gewählt, weil ich wusste, dass ich somit diese Zeit zumindest überbrücken konnte und Vorarbeit leisten konnte. Aber so kann man nicht dauerhaft leben, also ich konnte es nicht. Und so musste ich meinen Weg ändern, was da natürlich zur Folge hatte, dass ich nicht mehr diesen Output leisten konnte. Ich musste mein Pensum reduzieren. Und nicht nur das, sondern auch einfach meine Herangehensweise ändern, um das Ganze in den Alltag besser integrieren zu können. Und was mir dabei half, waren meine Statistiken, die ich ja führte. Ich habe ja aufgeschrieben, wie viel ich an jedem Tag in der Gesamtzahl der Wörter leistete. Habe aufgeschrieben, woran es lag, wenn es gut lief, woran es lag, wenn es schlecht lief, was mir dazwischen kam und wie viele Stunden ich benötigte, um dieses Pensum zu erreichen. Dadurch konnte ich über die Jahre den Prozess sehr gut optimieren und austesten, in welchem Zeitraum ich am besten arbeiten konnte. Und ich denke, ich habe jetzt einen ziemlich guten Weg gefunden. Mein Tag startet morgens um 5:30. Dann frühstücke ich kurz, trinke meinen Kaffee, wenn ich überhaupt Hunger habe. Manchmal trinke ich auch einfach nur einen Kaffee. Und setze mich dann nach dem Frischmachen eigentlich direkt hin
für zu schreiben, bis ich arbeiten gehe. Und wenn es mir dann trotz alledem nicht gelingen sollte morgens, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil ich auch morgens Termine habe vor der Arbeit, das ist in letzter Zeit viel zu häufig vorgekommen, dann habe ich abends noch etwas Zeit, um diesen Rückstand aufzuholen. Und sollte mir auch das nicht gelingen, bleibt immer noch das Wochenende. Auf diese Weise habe ich in den letzten Monaten einen relativ stabilen Fortschritt erzielen können. Ausgenommen natürlich der Termine, die dann morgens dazwischen kamen, aber die sind jetzt auch erstmal abgearbeitet und bekomme dadurch einfach einen sehr guten Rhythmus mittlerweile hin. Natürlich werde ich nicht den Output täglich erzielen können, den ich in meinem anderen Job hatte. Leider, es ist halt zeitlich einfach nicht möglich. Aber ich erziele jeden Tag einen konsistenten Output, kann das Pensum, das ich mir gesetzt habe, erreichen. Und darauf kommt es letzten Endes ja an. Und worauf es noch ankommt, ist, dass es mir weiterhin Spaß macht und das tut es. Es macht mich froh, es ist aufregend und klar, auch sehr oft sehr schwer. Das ist oder sollte natürlich irgendwo klar sein, dass es ein herausforderndes Handwerk ist, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die Herausforderung macht es ja gerade aus. Nichtsdestotrotz, gerade weil es anstrengend ist, genauso wie viele andere Hobbys, ich meine, wenn man ja nebenbei irgendeine Art von Hobby betreibt, die oder eine Freizeitbeschäftigung, die jetzt zum Beispiel körperlich fordert, wie zum Beispiel irgendein Handwerk oder man großformatige Malereien anfertigt oder alles andere, was in gewisser Weise auch einfach immer noch Arbeit ist, dann braucht man ja auch irgendwann mal Zeit zum Relaxen. Das habe ich beispielsweise immer noch nicht drauf, weil ich mich durch den Drang, den ich zum Schreiben habe, einfach sehr viel stresse und selber anstoße, weiterzumachen. Aber Freizeit muss halt eben sein. Und so habe ich für den Abend dann eigentlich immer so eine Zeitspanne eingeplant, in der ich auch wirklich dann Feierabend habe. Und selbst dann muss ich ja immer noch den Haushalt schmeißen, kochen, bügeln, was auch immer. Und irgendwie dann noch entspannen, bevor ich dann ins Bett gehe, damit ich auch vernünftig schlafe. Und daran hapert es eigentlich am meisten, weil viel Schlaf ist bei meinem Lebensstil irgendwie immer noch nicht drin, egal wie sehr ich es versuche zu optimieren. Ich habe zwar mein Abendritual, ich lese immer vorm Schlafengehen und dann stimuliert mich das mental und ich kann gut einschlafen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich ja immer noch etwas fürs Schreiben tue, etwas, das mich inspiriert und gleichzeitig mir einen inneren Frieden beschert, aber auch so, weil ich Geschichten halt einfach gerne aufnehme. Ich denke mal, das geht den meisten so. Ich meine, jeder wird wohl seine Serie haben oder ein bestimmtes Genre, das er gerne verfolgt oder ein bestimmtes Medium. Ja, und so ist das bei mir im Allgemeinen einfach mit Stories. Um das Ganze mal einfach zu bündeln, worauf ich hinaus möchte. Es ist einfach schwierig, das Schreiben mit dem Malen und Zeichnen und dem Beruf und dem Haushalt und den sozialen Versicherungen, sozialen Verpflichtungen zu balancieren, da einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Und dazwischen auch seine eigene Pause nicht irgendwie zu vernachlässigen. Seinen Seelenfrieden, den ich ja eigentlich auch durchs Schreiben und so kriege. Aber trotz alledem, man muss zur Ruhe kommen. Lange Rede, kurzer Unsinn, ich mache es ja immer noch freiwillig, das Ganze. Mit dem Schreiben und Zeichnen und allem anderen. Wobei ich mir da auch immer die Frage stelle, inwiefern macht man das freiwillig, wenn man einen solchen Drang hat, das zu tun. Wenn man einen künstlerischen Drang hat, einfach. Das ist ja immer so die Debatte, die ich auch mit anderen in dem Bereich geführt habe, inwieweit man oder wie lange man ohne diese Sache im Alltag bestehen kann, ohne dass es einen innerlich auffrisst, weil man ja, wenn man es vernachlässigt, einen Teil von sich selbst einfach vernachlässigt. Das gehört halt zu einem dazu. Das ist nicht einfach nur ein Hobby. Sonst würden es so viele Menschen nicht beruflich ausüben. Das Schreiben sowie das Zeichnen und Malen, wenn es einfach nur ein Hobby wäre.
Es ist Teil des eigenen Wesens. Und jeder Therapeut wird einem auch sagen, dass man sein eigenes Wesen unter keinen Umständen vernachlässigen sollte, weil sich diese Unzufriedenheit weiter verknäueln wird und man über kurz oder lang irgendwelche Krankheiten entwickelt, mental sowie auch körperlich, weil es sich irgendwann auch körperlich auswirkt. Und genau diese ganzen Gedanken erschweren halt die Gestaltung eines Alltages, wenn man solche Interessen hegt oder einen solchen Drang hat, die Dinge zu tun. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der eine oder andere, der über dieses Video stolpert oder über diesen Kanal, da ähnlich denkt oder einen ähnlichen Drang hat, vielleicht auch etwas Ähnliches ausübt. In dem Fall, wir verstehen uns. Egal welche arbeitsreiche Nebentätigkeit man ausüben möchte, sie zieht ja immer einen ellenlangen Rattenschwanz hinter sich her. Es ist ja egal, was man macht. Und das muss man einfach berücksichtigen. Denn es ist ja auch nicht nur das Schreiben an sich, was die Alltagsgestaltung so erschwert. Es ist ja auch alles, was drumherum passiert. Und damit meine ich jetzt nicht den Kanal, sondern und auch noch nicht mal das Zeichnen, sondern einfach auch die Recherche, die da einfließt. Man muss sich ja in gewisser Weise, wenn man ein bestimmtes Thema bearbeiten will und wenn das Buch noch mehrere Themen hat, sich dazu bilden. Weil in den meisten Fällen reicht die schulische Bildung einfach nicht aus. Bei mir zumindest nicht. Und Schule war sowieso nie so mein Ding. Aber das war nur nebensächlich. Nichtsdestotrotz habe ich gerade deswegen ein enormes Interesse entwickelt, mich in verschiedenen Feldern weiterzubilden, um auch wirklich handfest darüber sprechen zu können im Kontext der Geschichte und keinen Unfug zu verzapfen, natürlich. Ich meine, das ist ja immer so das Schlimmste, wenn man sich sagen lassen muss, dass man irgendein Thema unzureichend bearbeitet hat. Egal wie viel Mühe man da reingesteckt hat, aber es ist halt nie schön zu hören. Und deswegen muss ich das auch noch irgendwie integrieren. Dafür geht dann meistens der Sonntag drauf, Recherchearbeiten. Wobei das Internet einem das ja auch mittlerweile sehr erleichtert. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo das nicht so war. Aber man findet ja auch mittlerweile alles, was man sucht. Aber selbst da ist es dann schon schwierig, irgendwie eine geeignete Quelle zu finden. An der Stelle dann ein Shoutout zu Geschichtsfenster, weil er ja auch, der gute André, das alles sehr gut destilliert und dann auch mit einer Quellenangabe das Ganze greifbarer macht, wenn man dann noch selber nachprüfen möchte. Ja, und aufgrund seiner Arbeiten hat sich dann auch über kurz oder lang herausgestellt, dass vieles, was ich dann gelesen habe, wie ich mich gebildet habe, auch komplett überholt war und gar nicht der Realität entsprochen hat. Weiß auch nicht, wie sowas passieren kann überhaupt, aber okay. Aber ja, ihr seht schon, ich fange hier an zu palavern und zu palavern. Ich denke, ihr wisst, worauf ich da hinaus will. Ich will es vernünftig machen und das erfordert viel Arbeit, viel Vorarbeit, viel Recherche und dann auch noch die Arbeit an sich, an dem Werk. Aber man muss, wenn man ein solches Ziel erreichen möchte wie einen Roman schreiben, egal wie groß er ist, muss man halt eben Opfer bringen. Und in dem Fall ist es nicht nur, oder in meinem Fall ist es nicht nur die Freizeit, sondern auch noch die andere Kunstform, die ich genauso sehr liebe wie das Schreiben. Und das ist das Zeichnen und Malen. Ich habe da schon lange keine wirklichen Fortschritte mehr gemacht. Und mittlerweile ist das, was ich liefern kann und was ihr bei dem Channel hier schon beobachten könnt, auch ziemlich rudimentär. Was mich sehr frustriert, aber so ist es halt. Ich meine, ich kann froh sein, dass ich es dadurch jetzt nicht unbedingt verlerne. Aber ich mache es halt weniger als früher noch. Und das ist nicht so gut. Aber was soll ich machen? Außer immer mein Bestes geben und es irgendwie versuchen, in den Alltag zu integrieren. Das ist halt so das A und O, dass man die Dinge, wenn man schon nur wenig Zeit im Alltag hat, die Dinge zu tun, die man gerne tut und die mal irgendwann Früchte tragen sollen, dann muss man sich Methoden anschaffen, die einem das Ganze erleichtern, das Ausüben erleichtern.
Ich meine, gerade beim Zeichnen gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und ich sage es euch, analog zu arbeiten ist, was das Zeichnen angeht, auch einfach total undankbar. Oder auch beim Schreiben. Ich meine, ich setze mich da jetzt nicht hin und schreibe mit dem Kugelschreiber Notizbücher voll, nur bei den Recherchen. Und wenn ich Ideen habe, dann mache ich das noch so, das ist cool. Aber Zeichnen ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn ich wirklich grobe Skizzen mache oder so, dann mache ich es gern. Da muss ja nichts wirklich ordentlich sein. Aber für den Kanal, da will ich ja auch eine gewisse Qualität abliefern. Natürlich. Und ich weiß schon, dass wenn ich mir die Zeichnungen wieder angucke, die ich jetzt vor einem halben Jahr dafür gemacht habe, dass ich die wieder schrecklich finde. Aber das ist der Lauf der Dinge. Daran bin ich eigentlich gewöhnt. Und stecken dann Fehler drin, die die meisten wahrscheinlich noch nicht mal erkennen. Und die findet man selbst in großen Werken. Bei all diesen Schwierigkeiten stellt sich vielleicht auch dem einen oder anderen die Frage, gerade aktuelles Thema KI, ob ich mittlerweile zum Schreiben KI vielleicht verwende, um mir den Prozess zu erleichtern. Nö, mache ich nicht. Und ich habe es auch nicht vor. Denn ich kann mir diese Frage, mal davon abgesehen, dass es irgendwo, finde ich, moralisch verwerflich ist, vielleicht der falsche Begriff, aber dieser Kunstform schadet. Das wäre in etwa genau dasselbe, wie wenn ich statt zu zeichnen anfange, der KI irgendwelche Prompts einzutippen, wie der Charakter aussehen soll, und dann male ich einfach drüber und besser noch irgendwelche Fehlerchen aus und dann, ja, wäre nicht richtig. Auf jeden Fall. Zumal man ja auch seinen eigenen Anspruch erfüllen möchte und die Herausforderung bewältigen. Und deswegen nein. Und ich werde es auch nicht tun. Und mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich will das Schreiben nun mal selber machen. Genauso wie das Zeichnen. Das gehört ja dazu. Deswegen macht man es ja, wegen dem Prozess. Natürlich auch, um dieses Ziel zu erreichen. Aber der Weg ist ja irgendwo das Ziel. Eine bekannte Floskel, aber es ist halt leider wahr. Der Prozess an sich macht mir unheimlich viel Spaß, vor allem wenn es funktioniert. Wenn man die Vision einer Szene hat und man schreibt sie runter und es klappt einfach, selbst schon im ersten Draft. Und wie wird sie dann erst, wenn man noch weitere Versionen davon überarbeitet und sich dann der Kern noch weiter rauskristallisiert, wenn man es schleift und daraus dann halt eben kitschig ausgedrückt ein Edelstein wird. Hoffentlich. Für diese Momente tue ich es. Und jede Zeile, die ich schreibe, jeder Satz, den ich schreibe, ist ein solcher Moment. Das Schreiben ist für mich eine Übertragung des inneren Monologs. Man tritt mit sich selbst in Kontakt, mit seinen Gedanken, die man vielleicht im Unterbewusstsein hegt, und man trägt sie nach außen. Und man erzählt sich eine Geschichte und tritt darüber mit sich selbst in Dialog und auch mit der Leserschaft. Dabei kommen oft Gedankengänge zum Vorschein, über die man bewusst vielleicht einfach noch nie nachgedacht hat. Das habe ich tatsächlich sehr oft, wo ich dann Dialoge schreibe oder einfach einen Absatz in Prosa habe, wo ich mich da im Nachhinein frage, wie ich darauf gekommen bin, weil es sich einfach so ergeben hat. Es ist aus dem Fluss heraus passiert. Es kam einfach raus. Man hat es nicht geplant, es ist einfach passiert. Und das ist unglaublich faszinierend. Wenn man so in diesen Fluss gerät, dass man in der Geschichte lebt, mit den Charakteren lebt, während man schreibt. Man atmet dieselbe Luft wie sie, man erlebt dasselbe wie sie, man verspürt dasselbe wie sie und versucht das gleichzeitig auszudrücken. Natürlich ist das nicht immer so magisch. Die meiste Zeit muss ich konstruieren. Ich bin ein Architekt, was das Schreiben angeht. Also wer das jetzt nicht einordnen kann, man spricht ja beim Schreiben von zwei verschiedenen Typen, einmal den Gärtner und einmal den Architekt. Der Gärtner ist der weniger bis gar nicht plant und einfach so die Geschichte spontan runterschreibt. Greifbares Beispiel aus dem
Fantasy-Segment für den Gärtner wäre ja jetzt George Martin in dem Fall, der ja das Lied von Eis und Feuer auf diese Art und Weise schreibt. Er plant ja nicht und schreibt das alles so runter, weil es halt für ihn wesentlich aufregender ist, kann ich auch nachvollziehen. Also wenn es dann funktioniert und dann ist es fantastisch. Der Architekt ist halt das komplette Gegenteil. Er plant alles von A bis Z durch, konstruiert jede Sequenz im Extremfall, plant den Plot komplett runter und gliedert die Kapitel im Vorhinein, bevor er überhaupt anfängt zu schreiben. Und dann kann es auch noch so weit gehen, dass man für jedes einzelne Kapitel nochmal zuerst eine Zusammenfassung schreibt, bevor man anfängt, dass man wirklich den Plot von Anfang bis Ende komplett aufgebaut hat und keine Unwägbarkeiten mehr entstehen. Was nach meiner Erfahrung unmöglich ist. Also Unwägbarkeiten gibt's immer, weil während dem Schreiben fallen einem immer irgendwelche Logiklücken auf, die man dann stopfen muss. Und dann wirft das einen im Extremfall halt mal wieder etwas zurück oder weit zurück. In dieser Situation war ich Gott sei Dank zumindest jetzt noch nicht, also bei dem jetzigen Roman, gerade weil ich Architekt bin, aber, und da sollte ich vielleicht auch mal drauf eingehen, muss ich gestehen, dass der Roman eigentlich aus der Not heraus entstanden ist. Ich habe ziemlich spät gemerkt, dass der deutsche Literaturmarkt zumindest, dafür kann ich sprechen, ein bisschen anders funktioniert. Zumindest habe ich mir das dann mal sagen lassen und meine Recherchen haben das damals auch ergeben, dass man als Jungautor, als Neuautor idealerweise nicht mit einer Reihe starten sollte, sondern sich bewähren sollte mit einem Einzelwerk, einem Einzelroman im besten Fall. Also habe ich mir dann ein Segment aus der Geschichte gegriffen, aus der Vergangenheit und daraus einen Plot entwickelt. Also statt einer Rückblende oder einer kurzen Erzählung von Charakteren in der späteren Reihe haben wir jetzt einen Roman über dieses gesamte einschneidende Erlebnis. Und das ging auch relativ gut, weil es einfach ein interessantes Thema ist, was mich die ganze Zeit beschäftigte. Nur da ich relativ schnell starten wollte, habe ich halt im Gegensatz zu meinen vorherigen literarischen Ambitionen wesentlich weniger im Vorhinein geplottet. Tja, und das hat wiederum auch zu Rückschlägen geführt, weil ich dann immer wieder an Punkte kam, wo ich merkte, dass etwas nicht funktioniert. Es war nicht der Fall, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Geschichte weiterzuführen. Es war eher so der Punkt, dass das Ganze nicht gut funktionierte. Also mir mangelte es nicht an Ideen, sondern ich merkte einfach, dass eine Handlung vielleicht nicht so 100% logisch war. Vielleicht hängt das auch mit meinem enormen Anspruch zusammen. Ich habe mir mal von verschiedenen Leuten sagen lassen, als ich dann darüber sprach, weil es mich sehr frustrierte, dass das überhaupt gar nicht so wild sei und man da auch gar nicht drüber nachdenken würde. Aber ich meine, ich schreibe die Geschichte und dann muss ich auch zuallererst mal meinen Anspruch erfüllen und mich in allererster Instanz zufriedenstellen. Trotzdem bleibt ein Großteil des Schreibens unbewusst. Also ich merke natürlich auch, dass ich nur begrenzte Kontrolle darüber habe. Ich kann so viel Vorarbeit leisten, wie ich will. Es passieren immer Unvorhersehbarkeiten. Und das Einzige, was man wirklich tun kann, ist, sich zu bilden und sich Inspiration zu nehmen, um diesen Prozess in irgendeiner Form wenigstens vernünftig kanalisieren zu können. Und selbst wenn ich irgendwas konstruiere, es kann sein, dass nach einem halben Jahr ich dann merke, dass mir das gar nicht mehr gefällt, so wie der Plot sich entwickelt. Das ist nicht so geil, wenn das passiert. Und dass ich dann einfach finde, dass gewisse Ideen nicht mehr dem Standard entsprechen, den ich habe. Aber bisher kam es zumindest im jetzigen Roman nie so weit, dass ich alles über den Haufen werfen musste oder so. Also ich hatte bisher ein Kapitel, das ich noch neu schreiben muss deswegen. Und dann kommen auch mal noch Kapitel hinzu natürlich, also die ich dann zwischendurch einfügen muss. Das ist aber auch nur eins bisher.
Und das sind jetzt keine Dinge, von denen ich sagen würde, dass die Kapitel, die ich schon geschrieben habe, unsinnig waren. Ich habe mich einfach anders entschieden, um die Geschichte zu optimieren. Ich könnte es auch so lassen, aber damit würde ich mich nicht wohlfühlen. Einfach. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich jetzt am bisherigen Verlauf noch großartig was ändert. Ich meine, dafür bin ich schon viel zu weit. Und abseits der obligatorischen Korrekturen, die man treffen muss bei der nächsten Iteration der Geschichte, habe ich jetzt nicht vor, irgendwelche großen Änderungen zu unternehmen. Dennoch, wie George Martin schon und wie wahrscheinlich jeder andere Schriftsteller auch, ziehe ich es vor, im Fluss zu sein, natürlich. Das ist das, was es ausmacht. Wenn man in den Fluss kommt und man mit den Figuren lebt, wie ich es eben schon mal angesprochen habe, dann wird's magisch. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Schreiben liebe. Dieses Abtauchen. Denn es ist nicht nur für die Leserschaft so, sondern auch für die Schriftstellerschaft. Wir konstruieren das Ganze zwar und erzählen es euch, aber für uns ist das nicht minder ergreifend und mitreißend. Man erschafft ja was letzten Endes. Das ist dann wie mit dem Zeichnen, dem Malen, dem Programmieren von Videospielen oder dem Drehen von Filmen und dem Schreinern von Mobiliar. Es ist alles irgendwo dann dasselbe. Man erschafft etwas und baut eine Bindung dazu auf. Und auch schon währenddessen. Auch wenn mal was schief läuft. Selbst dann. Ich meine, es gehört dazu, dass die Dinge schief laufen. Ein bisschen. Aber dann korrigiert man es, fängt vielleicht wieder von neu an. Oder vielleicht stellt man auch fest, dass dieses ganze Projekt einfach eine blöde Idee war. Ist mir auch bisher noch nicht passiert. Nein, das stimmt gar nicht. Das war eine Lüge. Das ist mir schon passiert, aber da war ich, keine Ahnung, 14 oder so. Klar hatte ich neben dieser Hauptstory immer noch andere Geschichten, die mir in den Sinn kamen. Manche davon habe ich fertiggestellt und die haben dann nie eine zweite Version bekommen. Und andere fand ich klarerweise dann irgendwann nicht mehr gut genug. Sie sind alle letzten Endes vor dieser hier verblasst, an der ich immer gearbeitet habe. Vor allem an der Welt und ihrer Geschichte. Keine Idee konnte ihr einfach das Wasser reichen. So einfach ist es. Aber darum liebe ich es, das Schreiben. Wenn man in die Geschichte gerät, von ihr gefangen wird, in den Strudel gerissen wird und in diese andere Welt abtaucht. Und damit meine ich jetzt nicht exklusiv Fantasy oder Science Fiction, sondern es ist ja allgemein so, wenn man eine Geschichte schreibt. Man taucht in die Welt der Geschichte ab, auch wenn sie ein Abbild unserer eigenen ist, wenn es ein Historienroman ist oder irgendwas Zeitgenössisches. Man setzt sich mit dem Unterbewussten auseinander und drückt seine Gedanken und Gefühle aus. Verarbeitet sie vielleicht, weil man irgendetwas zu bewältigen hat. Das ist ja auch oft ein Hintergrund für künstlerische Arbeiten. Und da bin ich selbst keine Ausnahme. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Es ist auf jeden Fall so. Mir hat mal jemand gesagt, ich mache das, um mir die Umgebung greifbar zu machen, mir die Welt in gewisser Weise zu erklären. Das fand ich ganz passend, bis ich dann festgestellt habe, dass das keine Aussage ist, die ich exklusiv auf mich münzen kann. Wenn ich eine Szene schreibe oder irgendeine Schriftstellerperson eine Szene schreibt, die sie oder mich in dem Fall befangen macht oder emotional berührt, eine Szene, auf die man hingearbeitet hat. Und wenn diese Szene dann die Leserschaft genauso berührt oder Teile der Leserschaft, und dann ist ja das Ziel erreicht, oder nicht? Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Man möchte erklären, was einen selbst berührt. Und wenn man dadurch dann andere Menschen findet, die genauso denken und sich genauso davon berühren lassen, schafft man halt eben eine Verbindung. Darum geht's. Man möchte etwas schaffen, was
andere emotional oder intellektuell bereichert und einen selbst vor allen Dingen. Man macht das, um sich weiterzuentwickeln, um Dinge zu verarbeiten, wie eben schon gesagt, und daran zu wachsen. Deswegen haben wir auch den inhärenten Drang, Herausforderungen zu meistern, um weiter voranzukommen, dieses Gefühl zu haben, weiter voranzukommen im Leben. Und genau aus diesem Grund lesen wir doch auch und spielen auch und schauen uns Filme an oder schaffen dergleichen, damit wir etwas daraus für uns selbst nehmen können, auch wenn es vielleicht einfach nur Spaß ist. Ich meine, Spaß und Freude, darüber braucht man nicht zu diskutieren, dass das Leben bereichert. Aber genauso halt eben emotionales Wachstum durch das Aufnehmen anderer Geschichten. Und ich bin davon überzeugt, dass das etwas Ursprüngliches ist, was man tun möchte. Deswegen haben unsere Ahnen sich ja schon vorm Lagerfeuer Geschichten erzählt. Und wenn es nur darum ging, irgendwelche Pointen zu generieren, irgendeinen Lehrsatz zu verpacken, verständlich zu machen, wenn man jemandem etwas beibringen wollte. Also darum geht es mir jetzt nicht. Ich will nicht belehren, ich würde mir das auch nicht rausnehmen. Aber ich denke mal, irgendwas gibt es wohl zu sagen. Irgendwas möchte ich loswerden und deswegen schreibe ich das. Und ich hoffe, dass es anderen einen Mehrwert bietet. So wie es mir schon längst einen Mehrwert bietet und mein Leben bereichert in jeder Hinsicht. Das ist für mich völlig indiskutabel. Aufzuhören zu schreiben oder zu zeichnen, dann kann ich mich auch hier hinlegen und aufhören, irgendwas zu tun. Das ist für mich dasselbe. Und genau aus diesem Grund, denke ich auch, fühlt man sich so schnell angegriffen, wenn man irgendein Werk aufnimmt, damit interagiert, emotional ergriffen wird und man es anderen zeigt und sie lehnen das ab. Ich meine, jeder hat das bestimmt schon mal durchlebt. Man ist von einer besonderen Szene in irgendeiner Episode oder einem Film besonders berührt. Man zeigt es Menschen, die einem wichtig sind und ja, whatever. Das ist dann so die Reaktion und dann ist man irgendwo halt verletzt. Das liegt ganz offensichtlich daran, dass man sich natürlich damit identifiziert. Man findet seine eigenen Emotionen und Auffassungen in dieser Geschichte gespiegelt und schaut dann deswegen auch gerne, je intensiver das Gefühl ist, über die Mängel, die vermeintlichen Mängel in dieser Erzählung hinweg. Andere richten ihren Fokus eher auf diese Mängel und verurteilen das Werk dann deswegen. Aber ich finde, das macht es nicht weniger wertvoll, weil wenn dieses Werk es geschafft hat, Personen zu berühren, so sehr zu berühren, dass sie über diese Mängel hinweg sehen, dann hat sie ja ihren Zweck erfüllt und das Leben der Person bereichert. Dieser Auffassung bin ich mittlerweile. Das war früher noch ganz anders. Da bin ich direkt mit Kritik ins Feld gezogen und habe alles versucht niederzumähen. Mich aufgeregt, wenn Leuten, Freunden Werke gefallen haben, die ich furchtbar fand oder von denen ich wusste, dass sie gewisse handwerkliche Regeln nicht befolgt haben. Aber man wächst ja. Man wird erwachsen, wächst auch selbst über sich hinaus und schöpft halt einfach neue Auffassungen und sieht gewisse Dinge auch einfach entspannter. Und so habe ich halt auch gelernt, dass diese Regeln zu brechen mitunter einfach zum Prozess dazugehört und dadurch grenzt man sich ab. Natürlich kann man es auch übertreiben, indem man es vorsätzlich macht. Dann ist es halt im Endeffekt nur ein Gimmick und ja, schwierig einfach. Was nicht heißen soll, dass man dann dieses ganze Werk einfach so von der Hand weisen sollte, habe ich ja eben gesagt. Natürlich hat es auch seine Vorzüge irgendwo. Und nicht alles und nicht alles sollte man gleich abstempeln. Man neigt ja gerne dazu, wenn man ein neues Werkzeug des Schaffens entdeckt, es zu überverwenden, es abzunutzen und damit zu übertreiben, wenn man selbst davon gehypt ist. Aber selbst dann kann eine solche Geschichte ihren Zweck gerade dadurch erfüllen. Vielleicht auch nicht, wenn es die Absicht der schaffenden Person war, dass sie ein solches Format annimmt. Man steckt halt nicht drin. Dieser Prozess ist, wie gesagt, in gewisser Weise einfach unkontrolliert. Man hat es nicht immer 100% alles in der Hand. Und das
sollte man sich auch mal gelegentlich vor Augen führen, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, wenn man mit etwas interagiert. Das alles ist einfach der Grund, warum ich mein Leben lang tue, was ich tue. Das ist diese Unvorhersehbarkeit, die Interaktion, das Abtauchen, der Wille, sich auszudrücken. Ich liebe es einfach, das Ganze durchzukonstruieren und davon zu erzählen. Auch dazu zu recherchieren und mich zu bilden. Und im Idealfall bekommt dieses Werk dann am Schluss die Chance, auch andere Menschen zu berühren, euch zu berühren. Und dann können wir drüber reden und haben in gewisser Weise eine Verbindung zueinander und entdecken dann dadurch neue Facetten an dieser Sache. Dinge, die ich gar nicht beabsichtigt hatte, die sich einfach so ergeben haben. Die Moral von der Geschichte: Schreiben, nein, Kunst betreiben an sich ist und bleibt magisch. Trotz der Schwernisse, egal wie dramatisch der Prozess ist, egal wie kräftezehrend und frustrierend und egal wie schwer es sich in den Alltag integrieren lässt und man auch stellenweise dafür verspottet wird, das kommt vor. Und egal wie sehr man auch verzweifelt, stellenweise, und an seinen eigenen Fähigkeiten zweifelt, ob man überhaupt irgendwas Sinnvolles da tut oder ob man nicht einfach in irgendeinem Traum sich befindet und man die wirkliche Unzulänglichkeit dieses Werks gar nicht bemerkt, weil man selbst zu einfältig ist. Das sind alles so Gedanken. Und trotzdem, nochmal, es ist und bleibt magisch. Und ist auch mit all dem Gesagten irgendwo einfach romantisch. Und damit sind wir auch diesmal wieder beim Ende angelangt. Ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder den Ball ins Rollen bringe. Ich meine, wir haben hier ein neues Setup. Das wird jetzt auch erstmal so bleiben. Also hier kommt noch ein Bild hin. Und wahrscheinlich werde ich das hier ein bisschen weiter öffnen, dass es nicht so eingeengt aussieht. Also vielleicht schon im nächsten Video. Und ansonsten wird das erstmal so bleiben. Das nächste Mal bringe ich euch auch, und ich verspreche es, wieder Zeichnungen mit und erzähle von den Charakteren, hoffentlich. Zumindest ist das jetzt meine Absicht. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet und werde dann dieses Thema auch mal zum Abschluss bringen, sodass wir dann in die nächste Etappe übergehen können. Lasst mir gerne eure Meinungen da, wie immer. Ich würde sie mir gerne durchlesen. Schaut euch auch gerne noch für jeden, der hier neu ist, die anderen Videos an. Sie sind ja in gewisser Weise chronologisch geordnet, also zusammenhängend. Und wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like und ein Abo freuen. Hilft dem Channel. Und auch wenn sich die Videos verzögern werden, und das werden sie bestimmt, es wird bestimmt wieder vorkommen, ich werde den Channel nicht aufgeben. Ich werde halt trotzdem weitermachen. Dann kommen sie halt verzögert. Meine momentane Lebenssituation lässt halt einfach keine andere Herangehensweise zu. Meine Priorität ist natürlich noch immer das Schreiben. Sonst nützt das alles hier ja nichts. Naja, bis dahin dann alles Gute, bleibt gesund und ich freue mich.